Endlich ist er da. Der Tag der Toten, dem wir seit Wochen entgegenfiebern. Somit hat unser Scheitern an der US-Grenze doch auch noch was Gutes, denn eigentlich wären wir zu dem Zeitpunkt ja schon längst in den Vereinigten Staaten gewesen. So wird jetzt aber doch noch ganz plötzlich und unerwartet ein Traum von uns wahr und wir können den Dia de los Muertos in Mexiko live und hautnah miterleben. Ob skurril und farbenprächtig oder doch ganz anders als erwartet wird, das seht ihr in diesem Vlog. Und da Weihnachten nicht mehr fern ist, haben wir uns dieses Jahr was ganz Besonderes für euch überlegt. Wir haben eine Maitasse designt mit einem richtig coolen Outdoor-Motiv für alle Reise- und Campingbegeisterten unter euch. Oder eure Freunde natürlich und einen traumhaft schönen Panoramakalender für eure Wohnung mit unseren allerschönsten Motiven aus Südamerika. Macht euch also selbst eine Freude, verschenkt ihn weiter und ganz wichtig, 3 Euro davon gehen direkt in unsere Reisekasse. Somit habt nicht nur ihr was davon, sondern auch wir. Und wenn ihr das alles nicht braucht, uns aber trotzdem eine Kleinigkeit zukommen lassen wollt, als Dankeschön oder eben jetzt zu Weihnachten, dann gibt es natürlich auch ganz viele andere Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine YouTube-Kanalmitgliedschaft, die euch ganz viele exklusive Vorteile verschafft. Oder ihr spendet uns was per PayPal oder bei mir Coffee. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Jetzt aber ab zu unserer Dia de los Muertos Location. Unsere Dia de los Muertos Location haben wir erreicht. Wir haben auch schon schön den Van geschmückt und dekoriert mit den Sachen, die wir geschenkt bekommen haben. Ja. Das war mega nett und sehr passend. Und wir haben uns für die Region Pátzcuaro in Michoacán entschieden. Oaxaca wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Genau, das war uns aber zu weit südlich. So weit runter wollen wir eigentlich nicht mehr fahren. Aber die beiden Regionen, Oaxaca und Pátzcuaro, sind eben die Regionen in Mexiko, wo man den Tag der Toten eben noch sehr ursprünglich und sehr spirituell auch miterleben kann und eben nicht für Touris aufgehübscht, wie zum Beispiel die Paraden in Mexico City. Ja, Yucataner Raum, ja. Katrinas sind. Genau, also wir hoffen, dass wir es so erleben können, ebenso traditionell als möglich. Das wäre wunderschön. Hier gibt es auch Inseln in dem See, wo man mit dem Boot rüberfahren kann. Und da soll abends dann auch wohl ein richtig schönes Spektakel geboten sein. Genau, und heute ist erst der 30. Aber es wird schon überall geschmückt, haben wir gehört zumindest. Und deswegen wollen wir jetzt auch mal aufbrechen in die Stadt und gucken uns einfach mal an, was hier abgeht. Keine Ahnung. Wir sind mega gespannt. Let's go! Und ich glaube, wir nähern uns im Zentrum. Guck mal da, da ist voll schön geschmückt, voll bunt. Ja, wieder die so orangene Blume. Wie heißt sie? Ringelblume. Ringelblume, ja. Ja, keine. Wie heißt die Stingerle bei uns? Ich kenne es nur als Stingerle. Tagetes. Tagetes. Die Ringelblumen. Vater am Garten, ja. Das sieht gut aus. Überall sieht man die orangefarben leuchtenden Blumen. Die sollen auch den Toten den Weg zurück auf die Erde weisen am 1. und am 2. November, damit sie zurück zu ihren Familien finden und eben die Tage gemeinsam mit ihnen verbringen können. Und schaut mal an die Decke, da ist wieder eine richtig tolle Deko, diesmal mit Körben und bunten Bändeln. Wir hatten jetzt schon Hüte und Tücher und Windrädchen und auf jeden Fall immer wieder neue, schöne Deko-Ideen, von denen ich mich auch inspirieren lassen kann, weil ich liebe Deko. Simons neue Kochschürze. Nein, der hat schon einen
Nicht Hamster, sondern ein Meerschweinchen-Kochschürze aus Peru. Was für schöne Sachen, oder? Hier sieht man auch schön die Fabeltiere, Albrichenas heißen sie, glaube ich. Und die geleiten die Toten am Tag der Toten zurück zur Erde. Ursprünglich stammen die aus der Region Oaxaca, aber mittlerweile sieht man sie eigentlich fast überall. Ich liebe solche Läden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich könnte mich stundenlang da drin aufhalten. Man muss sagen, wirklich schön hier auf jeden Fall. Die sind ja schon mächtig am Dekorieren. Und auch die Blaser und die ganze Cafés hier außenrum sehen alle ziemlich nett aus, oder? Ja, und vor allem, dass es überhaupt mal Cafés gibt. Also meistens gibt es in Mexiko ja keine Cafés. Stimmt, ja, das war in Zentralamerika viel mehr, dass es mal kleine, nette Cafés und so weiter Vielleicht gab. später irgendwo ein Käffchen. Käffchen geht immer. So, 10 Cent investiert in den Schokololli. Lolli. Julia hat auch einen gekriegt. Und überall, auch hier in den Parks, sieht man wieder diese kräftig orange leuchtenden Ringelblumen. Es ist so schön. Ich glaube, die sind ja noch voll im Aufbau. Ja, überall wird aufgebaut, tausende Blumen, was die hier verwurschteln müssen. Unglaublich. Das ist echt verrückt, ja. Was für Mengen. Erster Überblick über die Stadt Hammer. Der sieht richtig, richtig gut aus, würde ich sagen, oder? Ja. Die Vorbereitungen laufen. Wir sind echt gespannt, was hier noch abgeht. Wir trinken einen kleinen Kaffee und dann geht es auch schon wieder zurück auf unser schönes Camping. Heute Abend wollen wir nämlich Pizza machen, Special Pizza. Mittlerweile sind wir unter am Ort angekommen. Und See. hier ist der See, genau. Und der führt auf eine Insel per Boot. Da fahren lauter so kleine Boote, da müssen wir uns jetzt mal erkundigen. Weil auf der Insel soll dann morgen nämlich eine der Hauptveranstaltungen, Prozession, was auch immer sein. Und da müssen wir ja rausfinden, wie die Boote fahren, wann die Boote fahren. Das ist ja abends, dass man dann auch noch wieder zurückkommen hier aufs Festland. Ja. Schon schwer das doof. Auf der Insel übernachten wollen wir nicht. Jedenfalls sieht es ganz schön aus hier. Und der Fluss hat, ich glaube, ganz schön wenig Wasser irgendwie auch, ne? Ja, das ist komisch eigentlich, weil es hat dieses Jahr ziemlich viel geregnet. Was man so In hört, ja. ganz Mexiko und auch hier in der Region wird uns erzählt. Deswegen ist es komisch, dass die Boote so tief im Wasser liegen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber sie fahren, das ist ja das Wichtigste. Wir gehen erkunden. Da ist auch schon einer Tafel zu Opfergaben und diese
Männer, bei uns im Badischen heißt Dampedei, habe ich gestern schon in der Stadt gesehen. Die sehen voll ähnlich aus wie die wir von zu Hause kennen. Also, wir haben rausgefunden, die Boote auf die Insel fahren bis abends um 7, eigentlich fährt um 7 das letzte zurück. Jetzt habe ich aber gefragt, wie das denn morgen ist, weil die Veranstaltungen oder die Besuche auf den Gräbern und die Kerzen und so, das ist ja alles erst gegen Mitternacht. Und sie hat gesagt, morgen fahren die Boote aber die ganze Nacht hin und her. Hoffen wir natürlich, dass es stimmt. Und hier mal noch der Weg auf der Karte. Wir sind jetzt gerade hier, wo der Pfeil ist. Die erste Insel ist hier, wir wollen aber zur letzten. Und eigentlich haben wir gedacht, wir können auch noch hier mit dem Boot darüber fahren, weil da auch noch ganz viele Veranstaltungen sind. Aber wahrscheinlich hat der Flussarm hier zu wenig Wasser, also Niedrigwasser, und deswegen geht es im Moment nur über Land. Von daher bleibt abzuwarten, ob das alles so klappt, wie wir es uns mal wieder gedacht haben, ob wir da über Land hinkommen oder ob wir vielleicht einfach nur die Insel machen. Auch gut. Wir konnten nicht widerstehen und haben uns jetzt so einen kleinen Fischsnack geholt. Hier riecht es überall wie in Italien an der Küste ganz lecker nach Fisch. Das sind so ganz kleine Stichlinge hier aus dem See. Die werden in Fett ausgebacken und kann man dann im Ganzen essen. Wir probieren. Und Simon, wie schmeckt's? Weiß ich nicht, wie habt ihr denn probiert? Wie frittiertes Fischle. Ja, doch, kann man essen. Ist okay. Es sind auch verschiedene, rote und weiße, ne? Ja, die rote sind ein bisschen bekannt, glaube ich. So ein Chili-Pulver oder so. Oh ja, oh ja. Mhm. Schmeckt gut. Hier in der Mole soll heute Abend eine große Fiesta stattfinden, 20 Uhr mit Musik und so. Sieht aber ziemlich wild aus, wenn Simon sich nachher dreht, dann seht ihr es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute hier was los sein wird. Wir fragen, glaube ich, lieber mal, bevor wir den Weg umsonst auf uns nehmen. Und Trotz der vielen Aufbauarbeiten, die hier noch stattfinden, soll hier tatsächlich heute Abend was sein, zwischen 10 und 11 Uhr. Ich glaube, wir nehmen die Fahrräder und kommen dann einfach heute Abend nochmal hier runter und gucken uns das Ganze an. zurück im Wellen gibt es die versprochene Dia de los Muertos Pizza. Eigenkreation. Sie sieht nicht ganz so geilo aus wie auf Insta und so. Aber ich finde, sie kann sich sehen lassen. Wenn sie jetzt dann auch noch so schmeckt, dann sind wir doch mehr als zufrieden, würde ich sagen. Mit Totenkopf-Champignons. Sieht gut aus, oder? Schreibt's in die Kommentare. Sieht's gut aus? Ja, haben wir gut gemacht. Und jetzt ziehen wir uns warm an. Es wird hier nämlich nachts empfindlich frisch. Das ist total verrückt. Tagsüber in der Sonne ist so heiß, dass wir immer in den Schatten flüchten. Aber sobald die Sonne weggeht, wird es richtig, richtig kalt. Deswegen warm anziehen und dann aber auf die Fahrräder und an den See. Wie immer in Mexiko, unglaublich, was hier in ein paar Stunden aus dem Boden gestampft wird. Erinnert ihr euch noch, wie es vor 3 Stunden hier aussah? Wirklich nur 3 Stunden, da war ja gar nichts. Ähnlich wie auf der Hochzeit, die wir hatten. Und jetzt, guck mal. Ich angel mir hier immer einen ab, oft erfolglos. Und schaut euch mal an, was die hier für riesen Kescher haben. Damit fangen sie wahrscheinlich die ganz kleine Fischle, die wir heute Mittag gegessen haben. So langsam kommt hier Bewegung ins Spiel. Es ist 21 Uhr und es geht ja um 8 los. Aber mexikanische 8, deutsche 8 sind mexikanische 21 Uhr anscheinend. Aber jetzt geht's voll los.
Die traditionellen Tänze am Vorabend des Dia de los Muertos sollen dazu dienen, die verstorbenen Seelen anzulocken, damit sie am nächsten Tag auch voller Vorfreude zu ihren noch lebenden Verwandten und Familienangehörigen zurückkehren. Und natürlich spiegeln insbesondere die Trachten und die traditionellen Tänze hier auch das ganz typische Leben am See wider, wie die Fischer eben ihr Geld verdienen und die alten Menschen ihre Zeit verbringen. Gestern Abend war leider wieder der Akku leer, deswegen dann schlagartiges Ende und kein Film mehr. Ja, übrigens wurde uns versprochen, dass der Akku jetzt hier auf das Camping geschickt wird. Ob das klappt, wir werden sehen. Julia hat schon wieder die Rucksäcke gepackt, nämlich Dias de los Muertos Programm. Heißt, wir wollten heute ja eigentlich auf die Insel, aber Plan wurde wieder geändert. Die Insel ist sehr klein, hat uns die ältere Dame von hier vom Camping gesagt, und da wird heute ultra voll sein, und viel schöner ist, sind eine kleine Dörfle hier außenrum. Deswegen haben wir jetzt vor, ein Kollektivo, ein kleiner Minibus zu nehmen und einfach hier mal 3-4 Örtle weit wegzufahren. Da solle überall Parade und so weiter sein. Sie sagte, das ist wohl die bessere Wahl. Ja, auf irgendjemand muss man sich ja verlassen. Es ist halt einfach, ja, an den Tag oder an den 2 Tagen hier unglaublich viele Veranstaltungen. Einfach auch ganz viele kleine Veranstaltungen. Und ja, für irgendwas muss man sich entscheiden. Schwierig, aber jetzt Abmarsch. Hinter uns steht unser Kollektivo. Wir sind angekommen, waren 17-18 Kilometer Fahrt und das Ganze für 1 Euro pro Kopf. Mega gut. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall richtig kleine Ortschaften. Eigentlich sollte kaum Touristen da sein und das Ganze wirklich traditionell. Mega spannend. Bevor die große Besichtigung aber losgehen kann, müssen wir uns erstmal stärken. Was gibt's, Julia? Eine Quesadilla mit allem Möglichen, was nicht scharf ist. Ganz wichtig, ja. Und wir müssen das Händchen wieder. Ja, das auch. So ist es. Ich habe Hunger. Aber es sieht richtig nett hier aus und sehr typico, also sehr traditionell. Ich glaube, es verirren sich wenige Touris hierher. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber Nee, das ist spät. gleich wird erkundet. Der sieht richtig gut aus. Wir haben da Bohnen, Reis, Chorizo, Salat, Käse. Ja, jede Menge von allem. Einen guten Appetit. Kaum hatten wir den letzten Bissen runtergeschluckt, ist auch schon eine Wahnsinnsprozession an uns vorbeigezogen. Der Reiter mit seinem Umhang auf dem Holzpferd, der vorangetragen wurde, mit dem Schwert in der Hand, hat uns irgendwie unweigerlich, vielleicht auch weil es November war, an St. Martin erinnert. Aber wahrscheinlich war es auch doch was ganz anderes. Kirche ist super hier. An der Eingangstür zur Kirche gibt es Bonbons für jeden, der kommt. Und der Pfarrer verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Vayan
Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das eine alte Tradition ist oder ob sich hier irgendwie auch Halloween vermischt mit dem Dia de los Muertos. Es ist auf jeden Fall sehr süß anzusehen, wie der Pfarrer hier Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Alle Freude strahlend. Und bis zur allerletzten Minute wird dekoriert und Blumen verkauft. Sorry, ich habe noch einen Bonbon vom Pfarrer in der Backe. Aber wir hoffen, dass wir hier später vielleicht noch einen Katrina-Umzug sehen. Auto. Und da vorne ist auch schon eine Bühne aufgebaut. Also ich schätze auch mal, dass hier heute noch eine Band spielt. Und das Wichtigste ist natürlich der Friedhof später mit den Kerzen. Der Dia de los Muertos ist weit mehr als nur ein Gedenktag. Es ist ein farbenfrohes, emotionales Fest, bei dem die Verstorbenen symbolisch zurück zu den Lebenden kommen. Im Mittelpunkt stehen die Ofrendas, eben jene aufwendig gestaltete Altäre, die den Verstorbenen gewidmet sind. Jedes Element auf einer Ofrenda hat dabei eine tiefe Bedeutung. Die Fotos der Verstorbenen stehen im Zentrum. Sie rufen ihre Erinnerungen zurück ins Hier und Jetzt. Kerzen symbolisieren Licht und Hoffnung und sollen den Seelen den Weg zurück zu ihren Liebsten weisen. Das Lieblingsessen, Brot, Süßigkeiten und Obst sind Opfergaben, die die Verstorbenen auf ihrer spirituellen Reise stärken sollen. Besonders auffällig ist oft die Ringelblume, die mit ihrer leuchtend orangenen Farbe und ihrem intensiven Duft die Seelen anlocken und ihnen den Weg weisen soll. All diese Details machen die Ofrendas zu einem liebevollen Ausdruck von Dankbarkeit, Erinnerung und Nähe. Ein rührender Beweis dafür, dass die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten nie wirklich endet. Wir sind auf dem Weg zum Friedhof und da oben läuft auch schon die Musik. Mal gucken, was da oben los ist. Julia fotografiert uns das Ganze, das sehen wir dann bei Instagram. Je später die Stunde, umso voller wird es. Und es ist so schön zu sehen, dass hier einfach das Leben gefeiert wird. Nicht wie bei uns am Allerheiligen, wo alle mit frohem Gesicht, vielleicht auch wetterbedingt, auf den Friedhof gehen. Hier sind alle fröhlich und lachen, tanzen, essen, trinken und feiern einfach das Leben und freuen sich, dass ihre verstorbenen Verwandten heute wieder bei ihnen sind. Genau, eben gerade eine Gruppe auf dem Friedhof sitzen gesehen mit 10 Leuten, mit Bier am Grab und feiern vermutlich mit den Verstorbenen.
Wir warten auf den letzten Minibus. Der soll eigentlich 20:30 Uhr fahren. Aber wir stehen hier schon seit 8 und es kam noch keiner, der in die Richtung fährt. Wird spannend. Die Schlafsäcke haben wir nicht dabei. Irgendwie müssen wir zurückkommen. Julia hat was gefunden. Moment. Nee, der war nix. Aber Julia hat schon wieder was entdeckt, was da kommt. Da ist einer, sagt sie, da kommt einer. Mal gucken, ob der oder hinfährt, wo wir hin wollen. Wir haben den richtigen gefunden. Er kam doch noch mal Verspätung, weil halt so viel los ist in der Stadt. Aber wir kommen noch zurück, weil Taxi wäre richtig, richtig teuer gewesen. Sieht aus wie ein Schlumpf. Ja, das ist Disco-Licht. Ja, verrückt. Solche Hauseingänge, die hier so schön geschmückt sind und die Ofrendas im Eingang, das war jetzt eigentlich gerade ein Spielwarengeschäft. Ja. Na, da trifft sich dann die ganze Familie und sitzt zusammen. Die haben gesehen, dass wir uns da interessiert haben und wir haben gleich einen Sitzplatz und einen Punsch bekommen. Ja, total nett. Und die haben uns jetzt noch ganz viel erzählt und ja, völlig verrückt auch einfach wieder so, hier, kommt her, trinkt was, setzt euch, hier habt ihr einen Stuhl, Ja. feiert mit uns. Super nett. Und sie haben uns auch erzählt, dass auf dem Friedhof, auf dem Weg, wo wir eigentlich hin sind, heute gar nichts stattfindet. Ja, das ist der andere, am anderen Ende des Ortes. Wir dachten, das ist auf Ja. allen Friedhöfen, aber es ist wirklich nur in ausgewählten Orten. Da schaffen wir es nicht mehr hin, aber dafür vielleicht noch an die Plaza, wo wir ja schon mal waren, und sehe die ganze Sache jetzt noch fertiggestellt. Ist was los? Neuer Tag, gestern war es echt spät. Waren wir schon lange nicht mehr so lang wach. Früh ins Bett gehen wir. Wir sind in der Ortschaft weiter mit den Fahrrädern. Da hinten stehen sie angekettet. Das war auch mal wieder gut. Wie so blöd wollte, Julia losgefahren, Platten. Dann kurz zurück, erstmal neuer Schlauch rein. Jetzt ist auch schon wieder Nachmittag. So vergehen die Tage. Geregnet hat es zwischendurch auch noch kurz. Ja, aber hier soll es ein mega schöner Friedhof geben, der ganz toll geschmückt ist. Und den schauen wir uns jetzt an. Schaut euch mal das Blütenmeer an. Hey, unglaublich, auch wie viel Arbeit dahinter steckt. Schade, Mensch, dass wir es heute Nacht nicht sehen konnten. Da waren überall Kerzen, die sieht man zum Teil jetzt noch. Das sah bestimmt richtig cool aus. Ein Meer aus Blumen und Kerzen und Lichtern. Aber auch bei Tag jetzt finde ich es richtig schön. Ja, und auch hier kann man das wieder sehen. Da kommen dann die Familien, sitzen an der Gräber mit ihren Klappstühle, trinken ein Bier mit den Verstorbenen, verbringen den Tag zusammen und feiern da ein bisschen. Mir fällt gerade auf oder ein, dass hier die Gräber auch unterirdisch sind. Und ganz oft in Lateinamerika, wegen dem Grundwasserspiegel, sind die Gräber ja oberirdisch. Also die haben ja ganz oft diese, wie sagt man, diese Mausoleen oder diese Steinplattengräber. Und hier sind es aber wie bei uns, wie wir es kennen, unterirdisch bestattet. Das sind richtige Erdhügel. Und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, das ist der Chipsverkäufer. Selbst auf dem Friedhof macht er sein Geschäft.
Man denkt ja immer, der 1. November ist der Dia de los Muertos. Das ist er auch, aber der Haupttag, der eigentliche, ist der 2. November. Also am 1. November erwartet man die Ankunft der Seelen, eben auch mit der Musik und so, dass sie eben freudig empfangen werden. Und eigentlich sind die Seelen der Toten dann am 2. November erst hier auf der Erde oder wieder bei ihren Familien. Und deswegen verbringen die Familien eben auch den Tag auf dem Friedhof, an den Gräbern, mit ihren Verstorbenen, essen, trinken. Ja, und verbringen hier eben den Tag. Und was man auch echt sagen muss, hier ist irgendwie keiner blöd wegen Filmen und Fotografieren oder fühlt sich da irgendwie gestört. Ganz im Gegenteil. Alle laden einen ein, sagen, na klar, Fotos, kein Problem und grüßen einen freundlich und lächeln einen an. Also Mexikaner sind da echt ein tolles Volk. Bei uns wäre das, glaube ich, ganz anders. Ich glaube, die sind sogar froh, wenn man fotografiert. Das ist so ein bisschen eine Wertschätzung, dass sie sich richtig Mühe gegeben haben, glaube ich. So macht es der Eindruck für uns. Simon, der Typ aus dem Handyladen, hat gerade geschrieben, er hat es immer noch nicht weggeschickt. Irgendein familiärer Notfall, bla bla, wie immer. Wie lange ist das denn jetzt schon her, dass wir den da kontaktiert haben? Es ist 3 Wochen. Und jetzt hat er gerade geschrieben, er hat es immer noch nicht weggeschickt. Eigentlich hat er ja vor 3 Tagen gesagt, er wird es wegschicken. Ja. Ich glaube fast, es gibt nichts mehr. Ich glaube es auch nicht. Aber ich würde ihm jetzt schreiben, keine Ahnung, es muss bis spätestens Mittwoch da sein. Und wenn nicht, dann fahren wir halt. Weil, also, der hält uns ja nur hin. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir das noch kriegen. Naja, gut, dann ist ja nicht so schlimm. Dann frühstücken wir jetzt und dann gehen wir halt auf die Insel, auf der wir noch nicht waren. Ja, ich glaube, heute ist auch nichts los. Hoffe ich, ja. Aber vielleicht haben wir Glück und die Gräber und so sind da auch noch ein bisschen geschmückt. Ja, ich glaube nicht, dass sie die so schnell abschmücken. Die sind bestimmt jetzt noch die nächsten 3-4 Wochen. Also irgendwann verwelken die Blumen, aber der Blumenschmuck ist ja bestimmt noch da. Ja, klingt nach einem Plan, weil... Ja, ärgerlich mit dem Handy, das für ein Scheiß. Aber naja. Machen wir so, gut. Okay. Na, das sieht doch mal schon mal ganz anders aus wie die letzten Tage. Hier ist kaum was los. Jetzt hoffen wir natürlich, dass überhaupt ein Boot fährt. Heute ist Montag. Nicht, dass die Boote gar nicht fahren, das wäre natürlich blöd. Ja, wir suchen mal den Ticketschalter. Die Tickets haben wir 5 € für die Hin- und Rückfahrt. Die Überfahrt dauert etwa 20 Minuten. Das letzte Boot fährt um 6 zurück. Jetzt fragen wir mal noch, in welcher Frequenz die fahren und dann freuen wir uns auf die Insel. Und auch auf dem Boot muss man nicht verhungern. Es gibt Obstverkäufer, Churros-Verkäufer, Süßigkeiten. Wie immer in Mexiko, genug zu essen überall. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, erst heute zu gehen. Ein paar Leute gehen da hoch, aber im Großen und Ganzen alles gut. Gestern haben sich da wahrscheinlich die Leute da hochgeschoben. Die beeindruckende Statue hier hinter mir stellt José María Morelos dar, einen berühmten und bekannten und sehr gefeierten Nationalhelden Mexikos, der die Spanier unter anderem, der die Mexikaner mit von den Spaniern befreit hat. So rum. Und die Statue ist ganze 40 Meter hoch und deswegen sieht man sie auch schon von Festland aus. Also auch wir konnten sie schon in der Nacht sehen, sie ist beleuchtet und wirklich extrem spektakulär und beeindruckend.
Im Inneren der Statue soll es auch ganz tolle Wandgemälde geben, die eben das Leben von diesem Freiheitskämpfer zeigen. Und man kann wohl in seine erhobene Faust laufen und von dort aus hat man wohl eine tolle Aussicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen und ob es offen ist. Hier El Niño, die kleine Kanone. Und die ganze Wände hier außenrum sind alle wunderschön bis nach oben verziert und bemalt. Jetzt ist der Mirador vom Kopf und den guten Mann und jetzt gehen wir nach oben. Oben angekommen. Die Aussicht da oben, die war richtig, richtig gut, aber extrem windig. Die Julia hat es richtig verstrubbelt. Da kommt sie, Strubbelkopf. Ja, wieder runter. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Kleine Stärken, viele Treppenstufen. Der längste Churros der Welt, der reicht locker für uns beide. Der Inselfriedhof ist auch in der Noche de Muertos, glaube ich, einer der schönsten, weil hier alle Kerzen leuchten. Und die Purepecha heißen die Indigenen hier auf der Insel. Die feiern das eben mit ihren ganz eigenen und ganz speziellen Ritualen. Wäre natürlich mega spannend gewesen, das Ganze auch zu sehen am tatsächlichen Tag Dias de los Muertos und nicht erst danach. Aber ja, keine Ahnung, wie voll es hier auf der Insel war. Das war wahrscheinlich wie beim Cristo in Rio de Janeiro. Und auf den Turm hoch und in die Hand, die Treppe, die ist so schmal. Da stand bestimmt einer und du hast 2 Stunden gebraucht, bis du es da hoch geschafft hast. Deswegen glaube ich, war unsere Wahl richtig gut, erst heute auf die Insel zu gehen. Alles gemütlich, da sieht man dann auch wieder eher ein bisschen die Einheimische und so weiter. Haben wir gut gemacht. Windig hier, ich hoffe, man versteht's. Da haben wir wieder was entdeckt. Wie so Küchle mit einem Rand, nennen es sich Sopas. Die werden jetzt wohl irgendwie gefüllt. Sind wir doch schon eine ganze Weile in Mexiko und es gibt immer wieder irgendwas Neues zu essen. Jo, eine weitere Bootsfahrt steht an, frisch gestärkt. Bötchenfahren macht einfach Spaß.
Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder dabei wart und mit uns den Dias de los Muertos gefeiert habt. Lasst uns gern ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch eine Kanalmitgliedschaft bei uns abschließen oder Patreon werden oder uns per PayPal unterstützen. Unendliche Möglichkeiten. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und dann gibt es seit heute Morgen auch schon wieder Probleme mit dem Auto. Nämlich flackert immer die Tacho-Anzeige und der Drehzahlmesser so ganz komisch. Wenn die Tür auf ist, dann ist irgendwie 4-5 Minuten Ruhe. Dann sieht es aus, wie wenn das Steuergerät runterfährt. Und dann fängt er an, dauerhaft zu flackern. Immer so 10 Sekunden Ruhe und dann wieder. Wir haben es mal gefilmt. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich hoffe, das hat sich dann erledigt. Ansonsten, wer weiß, wie es nächste Woche weitergeht damit. Elektronikprobleme sind halt wirklich grässlich. Da kann man nichts selber tun. Jetzt ab, wir waren lang genug hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Alle Supportmöglichkeiten in der Videobeschreibung. Auch die Links zu den Weihnachtsgeschenken, die wir für euch haben. Nächste Woche geht's weiter. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Der Tacho macht immer noch Probleme. Naja, die Standheizung müssen wir testen. Die lief über ein Jahr nicht, ob das problemlos geht. Wir werden es erfahren. Jedenfalls geht es nächste Woche weiter. Wir erkunden alles rund um Mexico City. Bis dahin, habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.